Und jetzt mache ich mir mein Kaltauszugsgetränk wieder. Da wächst nämlich so schöne Rossminze. So, derweil mal Rossminze und 2 Blätter Uferwolfstrapp. Und dann gucke ich, was ich da noch so alles dazu tue. Das ist nämlich ganz praktisch mit der Flasche. Die hat diesen Siebeinsatz. Und da trinke ich dann den Kaltauszug, der dann entsteht im Lauf des Transportes. Nach dem schönen Stück durch den Wald sind wir jetzt etwa 5 Kilometer vor Wolfram-Eschenbach. Schön das alte Haus. Wird wohl eine Mühle sein, weil da links ein Bach läuft. Und da steht ja auch schon Erlenmühle. Aber bewohnt, ja doch, konnte nicht so schnell drehen. Unten ist ein schön geschmücktes Haus. Früher vor den Deichselbrüchen bin ich sowas gefahren. Jetzt schiebe ich langsam durch. Da oben ist eine Baustelle. Da ist nichts mehr ausgeschildert. Da bin ich jetzt bestimmt 2 Kilometer verkehrt gefahren. Wir wollen nach Wolfram-Eschenbach. Denke ich jetzt mal, sind wir auch nicht auf der Route. Aber es ist ein wunderschönes Sträßchen. Ich habe jetzt einfach im Navi eingegeben Wolfram-Eschenbach, weil da ist man völlig durcheinander. Da fuhr ich dann die Baustelle halt durch, weil kein Wegweiser war fürs Fahrrad. Und dann war aber wieder ein Wegweiser für Fahrrad. Und dann kommen Hinweisschilder und dann ist Wolfram-Eschenbach genau in die entgegengesetzte Richtung. Ich dachte, da hat jemand das Schild verdreht. Und dann habe ich im Navi Wolfram-Eschenbach eingegeben und dann schickt es mich tatsächlich auch zurück. So kann es auch gehen. Das Sträßchen, das jetzt da so ganz leicht bergab geht, das ist von der Zangelmühle. Ja, wie schön ist denn das? Echt interessant, ob das auf der Route liegt. Das ist ja klasse. Bommersdorf, Zangelmühle und dann rechts rüber nach Bommersdorf. Ist ja toll. Da machen wir jetzt Frühstück und den Kaffee gibt es dann später. Na Schatzi, was meinst du? Zeit für Frühstück? Hm? Ist Zeit für Frühstück? Was? Raus. Steht alles fest. So, Patschi hat sein Essen. Ich wasche erst noch Wäsche, bevor ich mir das Brot mit der leckeren Marmelade mache. Der Himmel gefällt mir nicht so. Der Nachmittag ist Regen angesagt. Aber jetzt ist es ja 10:30. Nein, 11 Uhr ist es. So. Ach, da brauche ich ja meinen Falteimer gar nicht. Das ist ja. Das schmeiße ich dann gleich alles, was gewaschen ist. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Das schalte ich aus. Ich muss Speicherkarte sparen. Das Wasser ist eisekalt. Jetzt mache ich es doch in meinen Falteimer, weil da drin ist so viel Moos und Algen und da kann ich ja nicht auf dem Boden so rumdrücken. Ja. Und noch ein bisschen weiter.
Der Wald. Der Patschi schläft. Würde mich ja interessieren, ob das Trinkwasser ist, weil normalerweise steht das ja dann immer dran. Ein Brunnenkunstwerk. Aber nirgends eine Erklärung. Geht dann auch mal ohne Kaffee. Ich bin ja nicht kaffeesüchtig. Es ist Trinkwasser. Wäsche ist aufgehängt, hat zwei Vorteile. Die Tür klappert nicht mehr und sie trocknet im Fahrtwind. Und dann fing der Regen an und hörte den ganzen Nachmittag nicht mehr auf. Wir sind trocken untergekommen, genau so was habe ich visualisiert. Ein Dach, wo alles Platz hat und trocken steht. Ich einen Kaffee bekomme, Patschi auch wieder aussteigen kann, aber vorher ist er eh noch gelaufen vorm Regen. Schönes Ambiente da mit dem See. Und der Herr an der Rezeption dort vom Hotel, der war so nett und hat mir einen Kaffee gebracht, obwohl geschlossen ist. Ja, und der hat mir noch einen guten Tipp gegeben. Da soll nämlich da drüben ein Wohnmobilstellplatz sein mit E-Bike-Ladestation. Ich bin in Winsbach und zwar bin ich genau hier in Retzendorf. Da ist das Hotel. Und da daneben ist das Freibad und dieser Wohnmobilstellplatz mit E-Bike-Ladesäule. Werde ich mir dann, wenn wir wieder losziehen, angucken und euch erzählen davon. Der Regen wird nicht mehr aufhören, da brauche ich mir keine Hoffnung machen. Aber jetzt tun wir erst einmal gemütlich hier bleiben. Also für Kinder ist da auch einiges geboten. Das ist der Wohnmobilstellplatz. Ich fahre mal rüber. Stelle für Elektrofahrzeuge. Schauen wir mal. Aha, das ist wieder dieser. Was haben wir da? Auch nichts Schuko, aber da ist noch was mit Fahrrädern. Aha, hätte ich auch nichts, was passt. Aha, keine Ahnung, was das für welche sind. Auf jeden Fall ist das die E-Bike, Bike Energy. Aha, Schukos sind natürlich schöner. Du steigst wieder ein, bevor du Patschi nass wirst. Das ist jetzt. Komm, da steigst du gern wieder ein. Da steigst du gern ein. Warte mal, warte. Ich muss das bloß mitnehmen. So, jetzt. Ups, super. Okay, der Wohnmobilstellplatz ist da oben. Und da gibt es wohl einen Automat, wo man rauslassen kann, die Karte. Der Herr an der Rezeption meinte so 6 oder 8 Euro. Und auch so eine Regenfahrt hat was. Die Luft, die duftet, wenn man durch den Wald fährt, die nasse Luft. Ist auch schön. Eine ganze Weile keine Störche gesehen, da hinten sind 4. Ist aber auch wieder eine tolle Wiesenlandschaft. Guckt mal. Warum nur
fühle ich mich der so verbunden. Soll ich vielleicht einen Airbrusher beauftragen und ein Schneckenhaus drauf malen lassen? Die Mücken fressen mich, aber dieser Weg ist so schön. Teiche, Seerosenfeld. Ja, gut, weiter. Es verfolgt mich ein Mückenschwarm. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Zimmermann auf der Walz in Dürren-Mungau. Da geht's weiter für uns. Was für eine tolle Burg da hinten. Weiß noch nicht, wie sie heißt. Sitzbänke mit Tisch, mit Abfall. Und da ist die weiße Säule. Der 17 Uhr Schlag verklingt. Geht gerade wieder wunderschön durch den Wald. Der Regen ist wieder stärker, wie der Wetterbericht gesagt hat. Mal mehr, mal weniger, aber den ganzen Nachmittag halten, weil da ist alles voll mit Blaubeeren. Lecker. Patschi schläft da drin. Es ist erst 5:45, aber man sieht schon das Licht vom Fahrrad auf dem Weg. Patschi hat geschlafen vorher, der ist gut ausgeruht. Gerade hat er sich einen Stockerl geholt und ich habe Eisenfaust, damit er nicht irgendwie einen Schmarrn macht, wenn er eine Reh sieht. Mitten im Wald ein Hydrant. Jetzt, wo es so stark regnet, ist der Patschi wieder eingestiegen und ich mache einen Zug aus meinem Pfefferminz. Im Regnen aufhört heute, jetzt ist 6, um 1 hat es schon angefangen. Wir kommen wieder ins Hopfenland. Rot in der Altstadt. Da ist wenigstens das Kopfsteinpflaster bloß auf der Straße. Ganz viele Hinweisschilder und dann plötzlich wieder keins mehr. Da ist ein schöner Abenteuerspielplatz. Es ist 7:20, es regnet immer noch. Ich bin froh, dass ich aus Rot draußen bin. Und jetzt hoffe ich, dass wir bald was bekommen. Über Nacht.